Ich bin heute am Grimselpass, einer der spektakulären Pässe in der Schweiz. Kommt mal mit. Wir sind von Norden aus über den Grimselpass gefahren. Die Strecke startet dann in der Schweiz hinter Meiringen und Innertkirchen. Da könnt ihr euch entscheiden, ob ihr über den Sustenpass fahrt. Da waren wir ja schon. Video habe ich euch oben verlinkt. Oder ob ihr eben den Grimselpass nehmt. Da sind wir dieses Mal unterwegs. Fängt entspannt an mit eher sanften Kurven, aber ich kann euch schon mal sagen, das ändert sich gleich noch so ein bisschen. Zwischendurch der ein oder andere Tunnel. Und dann gibt es auch ziemlich hohe Felswände direkt neben der Straße. Also der erste von diversen Seen. Das sind alles Kraftwerke, Wasserkraftwerke. Und da sind auch schon die ersten Schneefelder. Aber das wird noch deutlich mehr, kann ich euch schon mal sagen. Wir waren übrigens Ende Juni mit unserem Porsche 911 Carrera S auf dem Grimselpass unterwegs. Und da hatten wir wesentlich mehr Schnee als in anderen Jahren, wo wir teilweise schon früher im Jahr da oben waren. Sehen wir gleich alles noch. Erstmal war ich bei unserer Fahrt auf den Pass aber dieses Mal so ein kleines bisschen genervt. Wir waren nämlich unter der Woche am späten Vormittag unterwegs. Dadurch war es ziemlich voll und wir sind in eine Kolonne mit diversen anderen Autos reingeraten. Versuchen wir ja eigentlich zu vermeiden, gerade wenn wir filmen, aber dieses Mal ging es halt nicht anders. So, das Problem haben wir dann letztlich so gelöst: rechts ranfahren, ein bisschen entspannt abwarten, bis alle vor uns weg waren. Und schon konnten wir ganz entspannt weiter auf den Grimselpass rauffahren. Also wenn ihr gerne mehr oder weniger alleine auf dem Pass sein wollt, kann ich euch immer nur raten, früh aufstehen und am besten schon in der Dämmerung hochfahren oder abends erst spät auf den Pass fahren. Das geht auch gut, macht dann auch gleich nochmal viel mehr Spaß. So, der erste Schnee in der Kurve. Ich bin gespannt, wie viel da hoch gleich noch kommt. Es ist auch noch einiges unterwegs auf den Pässen gerade. Es ist höher. Ja. Das gab es schon mit deutlich weniger Schnee hier. Da fahren wir an Grimselhospiz vorbei. Kommt auch gerade das Postauto runter. Ganz witzige Zufahrt über die Staumauer. Fährt man dann darüber. Und kann da oben übernachten. So, Achtung, leichte Gletscherbildung um uns rum. Also normalerweise würde ich ja sagen, sind hier noch so einzelne kleine Schneefleckchen. Ja, an den Seiten mal, wo wenig Sonne hinkommt, auch ein bisschen mehr, aber das hier ist schon echt enorm dieses Jahr. Viel Schnee. Kleiner Tauwasserfall. Krasser Blick darunter, auch auf dieses Hospiz. Oh, da ist mal ein Stück Schnee abgebrochen. Der Gletscher hat gekalbt. Naja, ist ja kein Gletscher hier.
Skier mitnehmen können. So, eine Seite Felswand, die andere Seite, was sind das? 4, 5 Meter Schnee? Locker. Da kommt die Passhöhe näher. So, der Grimselpass. Hier an den Seiten sollte man eigentlich den See sehen. Ah ja, da guckt er ein bisschen raus. Der See weiß nur gerade noch nicht, dass er See ist. Also eigentlich ist das ein See, ne? Das ist gerade so ein bisschen eine Eisplatte. Ich muss euch da mal ein paar Vergleichsbilder raussuchen, wie das sonst aussieht. Das ist schon echt enorm. Jetzt geht's runter Richtung Gletsch. Und während ihr hier runterfahrt, habt ihr die ganze Zeit Blick gegenüber auf den Furka-Pass. Das ist das mit dem berühmten Hotel Belvedere. Das habt ihr bestimmt auch schon mal irgendwo gesehen. So ein altes Hotel in der Kurve. Das hier. Haben wir auch ein Video zu gemacht. Habe ich euch hier mal verlinkt. Guckt mal rein. Das ist, das müsst ihr gesehen haben. Fahrt bergab mit Blick auf den Furka und auf den Rhone-Gletscher. Also, ja, so das, was man davon noch sieht. Der ging wohl früher mal ziemlich weit runter. Man sieht das an den Steinen auch noch. So, Wohnmobil voraus. Das passiert halt hier auch schon mal. Ne? Das ist halt eine normale
Verkehrsstraße, die ist nicht nur zu touristischen Zwecken offen, sondern das wird halt tatsächlich verwendet als Straßenverbindung, weil sonst fährt man echt riesige Umwege, mehrere hundert Kilometer im Zweifelsfall. Das ist auch für Lastwagen offen hier. Hier geht es jetzt runter ins Rhonetal. Weil Rhone-Gletscher, das ist das, wo der Fluss herkommt. Oben Eis, unten Wasser. Logisch. Das hier ist wieder eine dieser Kurven. Das sieht man von hier oben nicht so, aber die ist aus dem Berg rausgemauert. Oh, LKW. Ja, etwas größer. Die ist so, ja, der Berg ist quasi verbreitert worden, weil die Kurve nicht mehr reinpasste. Da ist schon echt, hat man Arbeit drin gesteckt. Ist übrigens alles relativ entspannt zu fahren. Also der Straßenbelag ist super. Die Straße ist breit. Selbst wenn da mal ein LKW entgegenkommt, ist das kein Problem. Nur hier Steine, muss man mal ein bisschen aufpassen. Das kommt dann häufiger schon mal vor, dass da mal so ein bisschen Geröll runtergeht. Und da empfehle ich immer nicht durchzufahren. Das ist nicht gut für die Reifen. Da gegenüber seht ihr jetzt schon wieder die Kurven, die zum Furka-Pass hochgehen. Also es ist unten ein Gletsch, da treffen sich die Pässe. Könnt ihr auf den Furka fahren, könnt weiter runterfahren, über den Nufenen-Pass weiterfahren. Dann kann man auch eine tolle Runde fahren. Tal erreicht. Willkommen in Gletsch. Und links biegt ihr dann ab und dann seid ihr direkt auf dem Furka-Pass. Guckt am besten mal gleich hier rein.